Was geht ab, meine kleinen Rice? Hier ist Rahim, ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim und ihr seid hier auf dem krassesten rundum Musikkanal, den es hier auf YouTube gibt. Bum Bam Pow. Heute super Spezialgast Dana Bombana Rolle. Dankeschön für das tolle Intro. Ja, es gibt hier ein fancy Intro, denn wir werden etwas Fancyes reacten. Wir haben dieses Video schon einmal gestern direkt nach Release aufgenommen. Allerdings wurde dieses Video gesperrt. Ich hatte und habe die Vermutung, dass es daran lag, dass ich das Musikvideo auf Empfehlung meiner netten Zuschauer habe durchlaufen lassen. Also der netten wenigen, weil es gibt immer so ein paar, die sagen, ja, lass doch mal das ganze Video durchlaufen. Ich denke mir, ja, Alter, wenn du das ganze Video sehen willst, dann guck dir doch das ganze Video an. Und zwar bei dem Creator auf dem Kanal. Der Link ist in der Beschreibung. Und genau aus diesem Grund wurde gestern das Video definitiv gesperrt. Ich bin mir 100% sicher, weil nämlich auch nur der Bereich markiert wurde, wo das Video am Stück durchlief. Und sowieso war das nicht so gut, weil ich dann durcheinander kam, nicht mehr wusste, was ich sagen wollte und Dana auch und so weiter. Deswegen machen wir es heute in alter Rahim-Manier. Wir gucken uns das so an, wie ich es möchte. So. Und quatschen dazwischen einfach. Und quatschen dazwischen Pausen, und stoppen, pausieren, stoppen, wie wir stoppen. wollen. Scheiß So, wir haben den drauf. Song jetzt natürlich schon mal gehört. Ihr wisst es, wir haben übrigens heute die 20.000 Abonnenten erreicht. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, vielen Dank. Und jetzt fehlen noch die 10.000 für Instagram, weil das Paket steht immer noch da. Egal, ich habe genug geredet und wir schalten um in die Duo-Ansicht. Wo ist denn dieses Fenster? Da. So, wir legen los. Dieses das ist irgend so ein Vocal-Chop-Ding, was die dann auf dem Synthesizer, also es ist eine Stimme, die synthetisch bearbeitet wurde und dann, ja, also synthetisch bearbeitet und dann irgendwie tonal dann auf dem Keyboard angelegt. Ja, genau. 지금 하늘 구름색은 트로피카에 저 태양 빨간 빛 Da direkt anzumerken, wir haben das gestern ja alles schon mal gesagt, ich komme jetzt ein bisschen doof vor. Ja, genau, dieses A, das kam uns beiden direkt bekannt vor, und zwar von dem Nelly-Song. Nelly, Dilemma mit Kelly Rowland. Rowland, ja. Baby, I need you. Aber da ist auch am Anfang in dem Intro, haben die auch dieses Ja, 저 태양 genau, dieses Das haben die auch genauso. Das ist genau das gleiche, ja. Genau, du hast am Anfang hier den Riser schon erwähnt, der hier so richtig pumpend schon reinkommt. Hier ist ein Tambourine-mäßig was. Ein kleiner Drum-Fill-In hier vorne, der den Part quasi einleitet. Dieses 지금 하늘 구름색은 트로피카에 저 태양 Und sehr überraschend ist der Rhythmus der Drums am Anfang, finde ich, weil das so ein Dung, und nicht irgendwas Gerades ist. Also man stolpert erstmal in den Song rein, auf jeden Fall. Genau, ja. Genau, ja. Was sagst du zu ihrem Make-up? Sehr simpel und clean gehalten. Aha. Ja, Ja, wir müssen halt leider genau das gleiche wie gestern sagen. Wir kommen uns echt okay, doof ich muss vor. mich nur kurz dran erinnern. Ja, weil also so im asiatischen Raum und gerade Südkorea und Japan Ja, ich ist guck's es in die Kamera. halt so, dass die alle immer sehr, sehr clean das Make-up haben, sehr frisch, sehr leicht, sehr jugendlich, sage ich mal. Dass sehr viel Wert so auf einen perfekten Teint und perfekte Haut gelegt wird, alles sehr weich und glatt. Und ja, halt Augen-Make-up immer total minimal, sodass du wirklich die einzelnen Wimpern sehen kannst, super fein. Lidstrich eigentlich kaum oder gar nicht, wenn dann nur ein ganz, ganz dünn. Krasser Unterschied, Und merkt man sofort. ja, und die Lippen halt immer so sehr rosé, pinky gehalten, dass auch nochmal so jung und frisch aussieht. Wir wissen aber, dass die offiziellen Farben von Twice sind ja auch so ein Neon, Neon, Magenta Magenta. und Orange. Ne? Mhm. Und genau die Farben haben wir hier im Video halt auch, sieht man auch sofort. Und ganz viel Chanel sieht man noch. Ganz viel Hier die Chanel. Chanel-Ohrringe. Ja, sehr viel Chanel sehen wir. 빨간 빛이 두불 같아 Oh tell me I'm the only one babe I fancy you I fancy you fancy you Strangers 뜨끈해 난 잘 Ne, und jetzt sind wir plötzlich in einem vorne Floor-Beat und da merkt man eigentlich so ein bisschen dieses typische K-Pop-Ding. Es ist eigentlich schon ein bisschen, ja, eigentlich schon ein bisschen so ein Genre-Stilbruch, aber halt nicht so extrem, dass man komplett durcheinander kommt. Als K-Pop-Fan sowieso nicht.
Aber für, sage ich mal, den vor allen Dingen Ami-Musik-Hörer ist das vielleicht auch schon ein bisschen komisch, weil man vorher einen anderen Rhythmus hat als hier. Mag vielleicht so etwas, ja, ein kleiner Unterschied nur wirken, aber so etwas bringt einen einfachen Konsumenten wirklich durcheinander. Also da wird der Song direkt ganz anders empfangen. Der wird das nicht verstehen, woran das liegt, aber der wird dann so denken, so, hä, okay, ja, okay, und dann geht's hier jetzt wieder, kann ich so den machen? Aber ich finde hier die Übergänge, also wie du auch schon gesagt hast, ist gar nicht so krass. Das haben die eigentlich ganz gut gelöst, weil dazwischen immer noch beim Übergang so ein Drum-Ding mit Fill-in. reinkommt. Ja, Fill-in, Und der löst es ganz gut, dass man da so mitschwingt einfach. ja, das auf jeden Fall. Das machen die auf jeden Fall immer sehr gut, aber ich glaube trotzdem, dass so ein normaler, weiß ich nicht, eben der kein K-Pop hört, dass der trotzdem so denkt, okay, wir irgendwie uns kann ich schon dazu dran jetzt nicht gewöhnt tanzen. haben. So. Also ja, wir haben uns definitiv schon dran gewöhnt. See you. I fancy Hier auch der Riser wieder, ne, zum nächsten Part. you. Fancy you. Strangers 끝에 넌 장미가 더 괜찮아. 좀 Es ist halt auch diese Offbeat-Becken, den man hier hört, der ne, das ist halt so typisch Disco-Rhythmus. Und da merkt man, das ist auf jeden Fall eine Tanznummer, jetzt ab hier eigentlich. Aber vorher dachte man, es wird vielleicht eine andere Nummer. 너는 겁나지 않아. 더 세게 붙잡아. 내 좀 위험할 거야. Geil sind immer diese kleinen Soundeffekte zwischendrin, die Dieses Blubbern. ja, wie so ein Blubbern, so 좀 위험할 거야. das ist jetzt auf dem A drüber gelegt, ne? So man hört noch dieses A und dann so 좀 위험할 거야. 더 위험할 거야. ich finde auch Die wunderschönen Schuhe. ja. Achso, genau. Da haben wir gestern schon gemutmaßt, ob das Vêtements sind oder nicht. Bestimmt. Ich glaube auch. Die sind schon sehr krass nach diesen, ich weiß halt welches. Aber gut, es gibt jetzt viele in dem Stil, aber kann gut sein. Ja, geil. Ja. Die werden sicher die Vêtements haben. So. Ja. 달콤한 Hier auch wie. So, dann haben wir hier natürlich dann direkt den Übergang. Warte mal, kurz vorher. Auch wieder mit einem kleinen Drumfill. 달콤한 초콜릿 아이스크림처럼 녹아버리는 지금 내 기분 so lovely. 깜깜한 Ne, da haben wir sehr viele Stimmen, die choral angelegt sind, aber verhältnismäßig so vom Mix her sind die relativ leise. Also wir hören alle Stimmen sehr verteilt, so im Stereo-Panning, also rechts und links verteilt, aber gar nicht mal so laut. Also Die sind sehr man, zurückhaltend. ja, sehr zurückhaltend. Man muss schon sehr genau darauf achten. Man hat aber trotzdem diesen Mittanz-Choral-Effekt, weil auch die Claps, die hier drin sind, sehr hallig angelegt sind. 깜깜한 우주 속 가장 반짝이는 저별 그 옆에 Wieder dieser Marschrhythmus, also dass wir wissen, jetzt geht's gleich ab. Ihr müsst ready sein in die Hook. Da kommt bestimmt vorher wieder, ich hab's vergessen, ob's wahrscheinlich aber wieder eben dieser halbe Takt vorher, wo alles rausgezogen wird an Instrumenten und dann bumm in die Hook. 우주 속 가장 반짝이는 저별 그 옆에 끝내자 거기 나 fancy Genau, immer ganz klassisch dieser halbe Takt vorher, wo alles rausgelassen wird, die Stimme noch vielleicht den letzten Satz, letzte Satzende Wort da sagt und dann ab in die Hook. 끝내자 거기 나 fancy you 아무나 원하지 않아 Hey I love you 그래 너 fancy you 좀처럼 행복해도 돼 Cause I need you What fancy Ah, das war cool, dieses What? What fancy Genau, und jetzt kommt der zweite Teil des Refrains, wo wir dann nochmal statt dieser Gesangslinie als Top haben wir dann eben diesen Synthesizer, diese Lead-Melodie oben spielt. Vorher war diesen Lead-Part, haben eigentlich die Mädels gehabt mit ihrer Stimme. Jetzt kommt aber quasi, ja, man kann das auch ja, als Dance-Part quasi nochmal zusätzlich machen oder benennen und dranhängen an diese Hook, weil nämlich dann ein Lead-Instrument da die Stelle des Lieds einfach übernimmt. Und das ist hier dieses What fancy you 너가 먼저 좋아하면 어때 Fancy you 지금 너에게로 갈래 Fancy
geil. Hier auch mit diesem typischen amerikanischen Ka-Ching-Sound, also irgendein Kassenregister, das hier nochmal eingearbeitet wird, weil Fancy kann ja eben auch auf einer materiellen Ebene auch mit Geld eine Bedeutung haben. Deswegen clever hier noch eingebaut von den Produzenten. Fancy baby 난 정말 아무것도 못하네 엄한 mayday 이러다 큰일 날 것 같은데 bang bang Die ist cool, coole Sau hier. Die ist richtig geil. Hast du gestern auch die ganze Zeit. Ah, ich bin richtig crushed on her, ey. Dann ist das oh mein Gott. Dann ist das dein Twice-Bias. Okay, dann schreibt mal direkt drunter, wie die heißt, was die macht, was alles über die. Ja, hat er gestern schon so Mega gefangirlt, die geil Dana. mit dem Outfit, dieses neongelbe Handtrittmuster und dann aber diese so Strawberry Baby pinken Haare. Nice. Mega nice. Hier relativ K-Pop, ja, ich traue mich nicht ganz typisch zu sagen, aber von den Songs, die ich bisher gehört habe, war das oft der Fall, dass wir einfach im zweiten Verse plötzlich in so einen Halftime reingegangen sind, also das halbe Tempo rhythmisch gefahren sind als das, was wir vorher hatten, und da dann eben so ein Rap-Aufbau dann hatten, instrumentalmäßig, so dass die Mädels dann ihre Rap-Parts oder die Jungs dann die Rap-Parts reinhauen, hier natürlich die Mädels. Was ziemlich geil ist. Und das ist eigentlich schon wieder so ein Genre-Umbruch, aber halt noch ein gemäßigter, weil wir schon gleiche Sounds drin haben wie vorher. Also ist es verhältnismäßig, selbst als, ich sag mal, K-Pop-Neuling, kann man so etwas noch verstehen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man komplett umgehauen ist. Natürlich werden da Leute sein, denen das schon zu viel Wechsel ist, wie am Anfang schon. Aber ich persönlich finde das halt mega nice, ne? Weil hier dann auch so ein 808 Subbass richtig Trap-mäßig, so wie das heutzutage gemacht wird. Auch die Snare ist eine ganz andere oder ein bisschen so ein Ihren Clap. Part da auch mega geil. Voll, ja, es ist Also echt, wie sie echt da cool. so, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so im Rhythmus, wie sie Der den Flow Rhythmus ist nice, setzt. ja, der ihr Flow ist richtig. 아무것도 못하네 엄한 mayday 이러다 큰일 날 것 같은데 bang bang Ne, weil die Snare gefühlt halt auch nur noch auf die Hälfte schlägt als vorher. Deswegen hat man einfach dieses Gefühl, als ob das ein anderes Tempo wäre. Das Tempo ist aber dasselbe wie vorher, nur die Instrumente oder die Rhythmik ist anders angelegt, sodass man es im halben Tempo fühlt, sagen wir mal. Ja. Es ist, man kann es auch im halben Tempo, kann man auch sagen, spielen, weil wenn du, sagen wir mal, 140 BPM Song hast und dann auf halbes Tempo gehst, dann sind das halt 70 BPM. Und das geht halt. Dann bist du halt genau in diesem Trap-Ding. Irgendwas zwischen 130 und 150, wobei das jetzt schon weit ist, aber so in dem Dreh kannst du nämlich auch gerne spielen auf quasi das ganze Tempo und dieses Halftime-Tempo. Ja, genau. Der Part war richtig nice, ja. Mega geil. Wir haben halt das Video gucken gerade leider nicht zum ersten Mal. Wenn unsere Reactions jetzt nicht ganz so ausgelassen sind, dann liegt das daran, weil wir das gestern schon direkt abgecheckt haben. Aber wir feiern es immer noch. Ja, wir sind an dieser Stelle gestern sehr krass abgegangen. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. So 10-mal zurückgespult. Ja, werde ich jetzt aber auch nochmal machen, weil das hatte ich gestern eben auch gesagt, das ist einfach so eine Stelle, also ich weiß genau, diesen Part, genau an dieser Stelle, den Text wird sich jeder merken, weil sowas in der Produktion brennt sich einfach ein bei dem Zuhörer, weil das dieser Wechsel ist, aber trotzdem was Frisches und da weiß jeder genau, was an dem Part gesungen wird. Ja, mit dem SOS noch, ne? Und dann geiler Wechsel wie der nächsten Part. Einmal höre ich noch. Fantasie! Geil. Ich finde das auch so geil, dass man das, was sie singen, auch halt viele Stellen immer relativ gut versteht, auch an den Tänzen, weil die auch genau das machen. Daran sieht man, dass die Tänze auch geil sind. Nicht nur bei Twice, sondern auch bei Blackpink, BTS und so weiter und so weiter. Die tanzen alle richtig heftig. Ja, das ist krass. Was wollte ich noch sagen? Genau, hier dieses, da hast so ein Das
das leitet immer so ein bisschen den nächsten Takt ein, bevor die anfangen zu singen, dieses Instrument. Es ist ja eigentlich wie als ob jemand schon vorsingen würde und die singen dann, also dann hört man die erst singen. Und wir sind hier natürlich wieder direkt in so einem Dance-Part, wieder nach diesem Rap. Richtig Also hier ist der Disco. Wechsel zwischen Trap und Disco auf einmal, ist schon krass da, aber nur durch diesen kleinen Break, wo sie SOS singt, ist der Wechsel halt irgendwie gar nicht so krass. Ja, Dream dream 마치 꿈 같아 보고 봐 요즘 날 쓰는 메시지 랄랄라 baby 달콤한 ja, was sagst du? Hier hast du zu den Dresses was gesagt gestern. Vielleicht kannst du das Ach so, da weil du mal auch meintest, anschließen. dass es so geil ist mit dem Cut, weil sie im Tanz genau das gleiche machen wie in dem anderen, in der Ah ja, anderen das war Szene. später, Und ja. das genau übergeht. Ja, Und egal, das war später. Aber hier mit den Dresses hier ist auf jeden Fall, ist ja nochmal ein guter Unterschied, einfach weil die jetzt alle schwarz angezogen sind und sehr cool alles daherkommen. schwarz, eher cool, sehr tough im Vergleich Hier zu mit dem so, anderen, weil alles sehr bunt ist. mit so Steckern oder was? Nieten, Eher wie wie sagt so man? Sicherheitsnadeln, ist so ein bisschen Alexander Sie hatte so McQueen-mäßig. wie so ein Autogrill vorne, Ja, und Mercedes. dieses Lederbustier Ja, und voll der hart. andere mit der Lederhose Ja, richtig krass. und Choker. Ja, genau. Ja. Aber die sind ja trotzdem noch alle genauso, ja, seicht geschminkt, sag Ja, ich mal. das bleibt komplett Ja. die ganze Zeit. Das ist echt Einfach krass. so dieses Natürliche. Schönheitsideal. Ja. Sie ist auch mega hübsch, hier, ne? Ja, die ist voll cute. Die hat so riesige Augen. Ja. Deswegen bestimmt. Deswegen. Und hier auch, guck mal, sie hat eben auch diese Mhm. Latexhose an und alle mit Boots. Oder Overknees. Overknees, ja, sie ist krass, okay. Weiter. 초콜릿 아이스크림처럼 녹아버리는 지금 내게 Genau hier, das meinte ich. So, das sieht halt mega geil aus, die Cuts, wenn die mitten im Tanz sind und dann von dem einen auf das andere gewechselt wird. Das finde ich halt mega nice. 녹아버리는 Weil die in der Bewegung dann schneiden. 지금 내 기분 so lovely 깜깜한 우주 속 가장 반짝이는 Wie das Aufmarschieren mit dieser typisch ja, Military Drum mäßig, also so eine Snare und dann aber so ein Riser, der tonal krass raussticht, einfach weil er einen Ton hat und nicht nur ein Noise ist, also nicht nur ein Rauschen. Der macht so ein müssen wir mal genau Geht ja hinhören. so nach oben. Ja. 속 가장 반짝이는 저별 그 옆에 큰 이별 거긴 Und ganz oben kommt dann noch so ein Noise dazu, aber erst fängt er mit einem Ton an. Mit so einem Ja. und dann kommt wieder dieses Kst. 기는 저별 그 옆에 큰 이별 거긴 너 fancy you 아무나 원하지 않아 Hey I love you 그래 너 fancy you 꿈처럼 행복해도 돼 Cause I need you Hier kommt auch ganz kurz ein Riser, der sehr hoch anlegt. Leute, wundert euch nicht, ich stoppe gerade extra ein bisschen mehr mittendrin, weil ich nicht will, dass das Video schon wieder gesperrt wird. Aber ihr kennt das Video ja sicherlich und ich habe ja auch mal einiges zu sagen, von daher, ihr seid mir bestimmt nicht böse. Und dann hier What? wieder dieser Drumfill-In und das What dazwischen. What? Und das ist halt geil, weil sowas bleibt im Ohr. Das ist so, das bringt diesen Wechsel rein. Das ist was komplett anderes, als Aber auch wenn das die ganze dieses- Zeit durchlaufen würde. Auch dieses Blubbern, wenn man das einmal Ja. raushört, dann wartet man jedes Mal wieder drauf. Ja, ist echt so, ja. fancy you 너가 남자 좋아하면 어때 fancy you 지금 너 Dieses Instrument, das ist halt so, das. Ich hatte das gestern noch, nachdem wir es geguckt hatten, noch lange im Kopf. Weil dieses. Das brennt sich auf jeden Fall rein. Aber insgesamt muss man sagen, es ist halt auch so ein. Es hat ja, so einen gewissen Girly-Touch halt. Also jetzt nicht negativ gemeint, haben wir gestern auch schon Nee, gesagt. Ist halt girly, Es aber klingt so irgendwie, happy, man merkt dieses. dancy. Ja, die haben halt dieses fröhliche, happy Tanz, das ist auch wegen dem Disco-Rhythmus, glaube ich, aber auch die Sounds, die ausgewählt wurden, sind schon bewusst natürlich so ein bisschen fröhlich, blumig, sage ich mal. Ja, ich finde es auch ein bisschen so spielerisch eben. Genau, Oder ja. verspielt mit dem Blubbern und so. Voll. 너에게로 달려 fancy 별일처럼 꼭 사라질까 늘 가득히 담아 두 눈에 Wie lange
solange sie diesen Shot zeigen. Ne? Das ist ein richtiger Beauty-Shot, aber voll hinten mit diesem Distortion-Effekt im Video und sie in diesem leicht Neon-Magenta noch eingesetzt. Wir sind hier mitten im C-Part, wo dann plötzlich so eine Rhythmusgitarre reinkommt. Und doch, die hörst du. Die ist komplett auf rechts-links gemischt. 사라질까 늘 가는 기다만 두 눈에 감아 생각만으로 Bass auch, oder? Wie so ein Bass. 기다만 두 눈. Genau. Dann kommt so ein E-Bass, der spielt zwischendrin eben rhythmisch auch sowas rein, aber eben noch eine normale, jetzt geht die Stimme flöten, E-Gitarre, die da rhythmisch das Ganze unterlegt. Und der C-Part wird auch klassisch benutzt hier als Umbruch des ganzen Textes vorher, beziehungsweise der ganzen Stimmung vorher, nochmal so ein bisschen eine andere Ebene, noch eine andere Tiefe reinzubringen, was ich persönlich sehr cool finde, einfach vom Songwriting her. 사라질까 늘 가는 기다만 두 눈에 감아 생각만으로 Dann direkt wieder Marsch. 몰래 뒤에서 난널 놓지 않을래 가긴 Ah, geil. 하늘에 원하지 Das ist halt mega geil hier, ist halt mega geil. Also, das habe ich auch schon ein paar Videos gesagt, natürlich in der heutigen Zeit möchte man den Zuhörer bloß nicht die Zeit lassen, nachzudenken. Oder Beltbutsch, wir sind gleich fertig mit mir. Nicht nachzudenken, deswegen wird alles sehr schnell hintereinander gesetzt, la. Deswegen ist hier auch der C-Part. Wir haben eigentlich nur einen Takt, wo ganz kurz ein bisschen Ruhe reinkommt. Und dann sind wir schon direkt wieder bei den Military March Drums, damit es hier losgeht. Aber einen coolen Trick, den die hier gemacht haben, ist, dass die den C-Part ein bisschen verlängert haben und da ein bisschen ja, das so rausgezögert haben, bis der nächste Refrain kommt. 몰래 뒤에서 Weil 난널 normal würde er ja hier 놓지 kommen. Normal würde er jetzt hier kommen, aber dann setzt er erst hier ein. Und diese Stelle, wo er hier so lang singt, ist mega geil. Ah, das ist mega geil. Und wie das Instrument hier rückwärts noch, also das Instrument, was danach spielt, vorher nochmal kurz rückwärts abgespielt wird, dann zieht das einen so richtig, wie man das hier im Video auch sieht, nochmal so richtig in die Hook, in die letzte rein. Boah, dieser Riser haut immer mega krass alles raus. Selbst hier zwischendrin werden dann nochmal so White Noises reingeklatscht. Hier, ne, sonst... Oh, warte mal. Geil. Halt mega geil hier zum Schluss nochmal diesen Vinyl-Scratch, wie wenn die Nadel von der Platte rutscht. Und Kaching als Sounddesign nochmal rein. Geil. So. So Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst definitiv ein Abo da. Und wir schaffen das auf jeden Fall noch, das nächste Ziel zu setzen. Ich habe mir auch überlegt, eine Verlosung zu machen, mit Leuten hier einladen, Sessions verlosen, dass wir hier zusammen Dinge machen, vielleicht aufnehmen und so weiter und so weiter. Deswegen das mit der Box, dass wir die öffnen können bei 10.000 war quasi nur der Anfang. Da kommt aber noch einiges. Also Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Geht auf rahim.erbil, lasst dann Instagram Follow da und auch wichtig bei Dana vorbeischauen, denn sie macht demnächst vielleicht auch Videos, wenn ihr Lust drauf habt. Schreibt ihr das mal auf Instagram. Ja, ist am besten, finde ich. Die Leute schreiben einem dann DMs und dann kann man das direkt abchecken. Ja, dann kann man es auch umsetzen und weiß so. Ja, worauf haben die Leute Lust? Kann man da was machen? Und so weiter und so weiter. So, fertig. Danke. Ich hoffe, das wird jetzt online gestellt. Tschüss.